Ultimative lebensrettende Scuba-Checkliste, Unterwassererkundung meistern. Tauchen ist eine unterhaltsame und aufregende Entdeckungserfahrung, die Ihnen die Augen für Teile der Welt öffnet, die viele andere nie zu sehen bekommen. Es kann auch ein sehr gefährliches und komplexes Hobby sein, das eine Wissensbasis aus hochwertigen Kursen und Erfahrungen erfordert. Es gibt unzählige Geschichten von Menschen, die in Ausbildungskursen beim Tauchen fast gestorben wären. Als ehemaliger NOAA Professional Advanced Open Ocean Scuba Diver, NOAA Rescue Swimmer, Fast Rescue Boat Coxswain, NOAA Fall Protection Climber, NOAA Closed Space Rudder und US Coast Guard Veteran verfüge ich über eine höhere Ausbildung und tägliche Gewohnheiten, indem ich Übungen zum Tauchen, Suchen und Durchführen von Übungen durchführe, Rettung, Brandbekämpfung, Chemieunfall und andere Notfallmaßnahmen. Ich sage immer, lernen Sie von Experten. Trotz all meiner Ausbildung und Erfahrung gibt es für mich noch viel zu lernen und zu erleben, aber hier ist, was ich weiß, basierend auf meiner Leidenschaft für das Tauchen und umfangreicher lebenslanger Forschung. Nachfolgend finden Sie einige sehr hilfreiche lebensrettende Informationen, unabhängig davon, ob Sie ein Neuling oder ein erfahrener Taucher sind. Es ist immer hilfreich, lebensrettende Tipps durchzugehen und sich daran zu erinnern. Hier sind Tipps, die Sporttauchern Leben retten. Bewerten Sie vor einem Tauchgang Ihre Umstände. Haben Sie Schlafmangel? Sind Sie ausreichend hydriert und trinken Wasser? Hast du gegessen? Sind Sie gestresst, überfordert, Aufgaben überlastet oder überarbeitet? Hast du einen Tauchpartner? Bist du noch nie, ein paar Mal, viele Male mit deinem Kumpel getaucht? Sind die Wetter- und Umweltbedingungen gut? Sind Sie es gewohnt, in heißem oder kaltem Wasser zu tauchen? Welche Temperatur hat das Wasser heute? Tauchen bei unterschiedlichen Temperaturen beeinflusst den Auftrieb und andere Faktoren. In welchen Tiefen haben Sie Erfahrung beim Tauchen? Waren Sie schon einmal unter Narkose? Sind Sie anfällig dafür, Probleme zu bekommen oder unter Narkose zu leiden? Haben Sie in den letzten 48 Stunden Alkohol getrunken oder sind Sie geflogen? Gibt es eine Strömung, mit der man zu kämpfen hat? Ist das Wasser rau oder der Seegang hoch? Wird die Sichtbarkeit ein Problem sein? Überprüfen und warten Sie Ihre Ausrüstung. Stellen Sie sicher, dass der Tank voll ist und Ihr Atemregler ordnungsgemäß funktioniert. Handelt es sich um einen Arbeitstauchgang mit zusätzlichen Komplexitäten oder um einen Freizeittauchgang, den Sie einfach genießen? Müssen Sie zusätzliche Ausrüstung wie eine Lampe, eine Leine, eine Tauchboje, Signalmarkierungsbojen, eine Kamera oder einen GoPro warten? Beeinträchtigt diese Ausrüstung Ihren Auftrieb? Haben Sie ein Tauchmesser oder einen Navigationskompass für Notfälle?
Besitzen Sie eine Taucheruhr und hilft Ihnen diese unter Wasser, zum Beispiel beim Auf- und Absteigen innerhalb der Wassersäule mit sicheren Geschwindigkeiten? Haben Sie bereits Wiederholungstauchgänge durchgeführt? Was waren deine Tiefen und deine Zeit unten? Besprechen Sie den Tauchplan. Wie viele Leute tauchen? Wie hoch sind Ihre Erfahrungsniveaus? Wer sind die Tauchlehrer und wer leitet den Tauchgang? Befolgen Sie die Tauchlehrer und Tauchleiter stets gewissenhaft. Wie hoch ist die geplante maximale Tiefe, die Zeit am Grund und die Gesamttauchzeit? Planen Sie Tiefe und Dauer der Dekompressionsstopps. Wer ist dein Kumpel? Welchen Weg gehst du? Welche Meereslebewesen gibt es in diesen Gewässern, insbesondere solche, die für sie giftig oder schädlich sind, zum Beispiel Seeigel, Haie, Tintenfische, Barracudas, einige Seesterne, Rochen, Steinfische, Feuerfische und so weiter. Welche Umgebungsbedingungen sind zu erwarten? Überprüfen und vergleichen Sie den Plan mit der Tauchtabellentabelle. Welche Signale werden während dieses Tauchgangs verwendet und welche Signale sollten in Notfällen verwendet werden? Welche Sicherheitsbedenken bestehen speziell für diesen Tauchgang? Zweiter Tauchen. Vorsichtig! Verletzungen treten häufig auf, wenn Sie Ihren Tauchgang nicht planen und Ihren Plan nicht einhalten. Vermeiden Sie es, Pläne während des Tauchgangs zu ändern. Beispiele hierfür sind: Lass uns tiefer gehen, lass uns einen Ort erkunden, an dem wir noch nie waren, lass uns die empfohlene Tiefe oder Zeit für deinen Luftvorrat überschreiten, lass uns dieses Ding berühren, das wir nie berührt haben. Tauchen Sie nur innerhalb Ihres Ausbildungs-, Zertifizierungs- und Erfahrungsniveaus. Versuchen Sie keine Tieftauchgänge, Arbeitstauchgänge oder technischen Tauchgänge ohne entsprechende Ausbildung und Zertifizierung. Tauchen Sie immer mit einem Partner. Ich bevorzuge es, immer mit jemandem zu tauchen, der mehr Erfahrung hat als ich selbst. So bin ich in Notfällen in der bestmöglichen Situation, aber auch in der besten Situation, bei jedem Tauchgang etwas Neues zu lernen. Behalten Sie Ihre Umgebung im Auge, einschließlich anderer Taucher, Boote, Tiefen, näherer Umgebung und Meereslebewesen. Vermeiden Sie es, das Leben und die Umgebung um Sie herum zu berühren oder zu stören. Seien Sie sich Ihrer Lufthöhe, Tiefe, Abstiegsgeschwindigkeit, Ihres Tauchpartners und Ihres Tauchlehrers sehr bewusst. Entferne dich nicht zu weit von anderen. Sie sind Ihr Sicherheitsglied, wenn etwas schief geht. Überwachen Sie Ihren Luftvorrat und teilen Sie Ihrem Tauchpartner und/oder Tauchlehrer regelmäßig die verbleibenden Mengen mit. Steigen Sie immer langsam auf ab und befolgen Sie die empfohlenen Dekompressionsstopps, um eine Dekompressionskrankheit zu vermeiden. Bleiben Sie in Notfällen ruhig. Dies wird Ihnen dabei helfen,
Notfallmaßnahmen am effektivsten durchzuführen und die besten Ergebnisse zu erzielen. Lernen Sie, beim Tauchen nur Ihre Füße zu benutzen und Ihre Arme zu entspannen. Dadurch sind Sie in Notfällen besser leistungsfähig, da Sie beim Schwimmen nicht auf Ihre Hände angewiesen sind. Tauchen Sie mit einem erfahrenen, zuverlässigen und sicherheitsorientierten Team. Es kann sein, dass Sie einen Tauchlehrer finden, der zur Schau lächerliche, unsichere Dinge tut. Ich habe zum Beispiel jemanden gesehen, der mit einem Seestern mit Dornenkrone spielte. Diese Wahl kann dazu führen, dass Neulinge es unwissentlich berühren und sich dadurch irreversible, lebensverändernde Schäden an ihren Gliedmaßen zufügen. Ich empfehle, nicht mit Leuten zu tauchen, die dumme Dinge tun. Dinge, die unsicher sind. Dinge, die dazu führen, dass andere verletzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://scubadiverlife.com /crown-torns-starfish-guam/. 3. Nach dem Tauchgang. Spülen Sie Ihre lebensrettende Tauchausrüstung ab, warten und pflegen Sie sie. Wenn Sie einen langen Tag mit sich wiederholenden Tauchgängen oder Tiefen haben, achten Sie auf die emotionale und körperliche Verfassung von Ihnen und Ihren Freunden. Innerhalb der folgenden 24 Stunden kann es nach dem Tauchgang zu lebensbedrohlichen Problemen kommen. Daher ist es eine gute Praxis, sich gegenseitig zu überprüfen, auch wenn Sie eine kurze SMS oder einen Anruf senden. Fliegen Sie in den nächsten 48 Stunden nicht im Flugzeug. Seien Sie sicher, gehen Sie strategisch vor, mit wem Sie tauchen, und genießen Sie vor allem das Abenteuer. Erlebnisse unter Wasser sind unbezahlbar. Viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren, kommentieren und liken Sie die hier gezeigten Videos und klicken Sie auf weitere Videos, mit denen Sie Ihr Leben verbessern können.